Herr Professor Bieber, Ihre erste vielleicht etwas unabsichtliche Begegnung mit Nikolaus und Alice Harnoncourt, wann und wo war die? Ja, da muss ich weit in die Kindheitstage zurückdenken. Bin damals Sternsingern gegangen und eine Familie Harnoncourt hat die Sternsinger bestellt zu irgendeiner Uhrzeit an die und die Adresse. Und wir Kinder haben natürlich nicht gewusst, wer die Familie Harnoncourt ist und wo wir da jetzt hingehen. So ein einstöckiges Haus in der Josef-Städter-Straße, zweiter Trakt hinten im Hof, hinauf, man hört Musik, man läutet bei der Tür an, die geht auf und da sitzen lauter Musiker, die gerade die Geigen abgesetzt haben und da steht ein Orgelpositiv und da hängen Posaunen an der Wand. Für mich, wenn mich schon Musik interessiert hat, war es ein besonderes Erlebnis. Für meine Sternsinger-Kollegen war es eher exotisch. Und wir haben halt unser Lied gesungen und unser Sprücherl gesagt. Und alle haben sehr konzentriert, aufmerksam, ernstnehmend zugehört. Und dann gab es den Obolus und dann sind wir wieder gegangen und ich war sprachlos. Und habe mich dann ganz rasch gewusst, wer diese Familie Harnoncourt ist, bei der wir da eingeladen waren zum Sternsingen. Von welchem Jahr sprechen wir da? 58, so irgendwie. So was, ja. Vor meinem Stimmbruch muss gewesen sein. Ich weiß zwar auch nicht mehr, wann der war. Aber sagen wir halt, ich war 12 Jahre alt. So, ja. Und wann sind Sie dann das nächste Mal mit der Musik der Harnoncourts in Kontakt gekommen? Das nächste war dann, dass ich Konzertbesucher war, dass ich mal Karten für die Konzerte im Palais Schwarzenberg gekauft habe. Und das übernächste Mal, das war dann schon viel spannender, bin ich gefragt worden, ob ich Billeteur bei diesen Konzerten machen will. Das war ja alles irgendwie so ein Familien- und Freundschaftsunternehmen. Und der Sohn von Professor Gillesberger, künstlerischer Leiter der Sängerknaben, mit Harnoncourt befreundet, also dessen Sohn hat Billeteur gemacht. Und ich war mit ihm befreundet. Und dann hat er gesagt, Geh Otto, ich habe jetzt Matura und ich kann nicht und das ist mir zu viel. Willst nicht du das machen? Bei mir hat es doch, weiß ich auch nicht genau, 1 oder 2 Jahre bis zur Matura gedauert und ich habe das gemacht und jetzt war ich plötzlich Mitarbeiter des Concentus Musicus oder der Familie Harnoncourt oder der Familie Theiner und habe sehr schöne Erinnerungen an diese Billeteurstätigkeit, aber auch sehr schöne Erinnerungen. Ich habe ja doch irgendwie so das Backstage-Leben kennengelernt. Die waren alle sehr lieb zu den jungen Buben, jungen Mann. Und ich erinnere mich noch, Jürgen Schäftlein hat mir genau ein Pifferl erklärt, das er in Paris auf einem Flohmarkt gekauft hat und das er nur mitgehabt hat, um es irgendwelchen Interessierten zu zeigen. Nein, ich bin aufgeblüht. Das waren die höheren Weilen schon, dass ich da so inneren Einblick habe kriegen dürfen. Jetzt zu Anfang der 60er Jahre muss das ja gewesen sein, denke ich mir, Ihre musikalische Leidenschaft dazu war doch vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich oder wurde vom Concentus so stark gefördert, unterbewusst, dass daraus eine Leidenschaft wurde? Na, die Leidenschaft war schon sozusagen familiär mitgegeben. Die war da. Vielleicht die musikalische Leidenschaft hat sie dann verbunden mit einer historischen, wie sich so ein junger Mensch forschen vorstellt oder historisch. Und da hat sich natürlich in der Tätigkeit von diesem Concentus oder von diesen Harnoncourts eine Welt aufgetan. Der forscht, der grabt aus, der erklärt uns neu, wie das einmal gegangen ist. Und wir hören dann diese Musik. Also da hat sie Musik und historisch forschendes Interesse in diesem großen Vorbild verbunden. Aber damals, gerade zu der Zeit noch, war das ja auch ziemlich angefeindet, oder? Es war angefeindet, sagen wir so. Es wurde belächelt.
Es wurde auch angefeindet. Und es gab begeisterte Interessenten. Gott sei Dank nicht, oder ich habe es nicht so bemerkt, im Sinne einer Sektiererei, einer Gemeinde, sondern im Sinn von furchtbar neugierigen Leuten. Und das ist natürlich viel besser und viel gesünder. Und dieses Belächeln und Anfeinden habe ich auch mitgekriegt. Das ist bis in die Schulklasse gegangen. Auch in der Familie habe ich das mitgekriegt, miterlebt, ja. Aber ich habe natürlich auch die Begeisterung, diese Aufbruchsstimmung, die da drinnen ist, sehr deutlich gespürt. Ich glaube, ein junger Mensch spürt das noch viel mehr. Da geht irgendwas, beginnt was Neues, geht irgendwas in eine Zukunft, wie immer das ist. Da ist irgendwas anderes. Und das habe ich genossen. Woran haben Sie diese musikalischen Unterschiede eigentlich erkannt? Also ich gehe mal davon aus, Sie haben den Böhm gehört oder ich weiß nicht und sind dann am nächsten Tag zum Concentus gegangen und da sind zwei unterschiedliche Mozart-Dinger gespielt worden. Ich sage es noch ärger, meine erste Matthäus-Passion war mit dem Böhm im großen Musikvereinssaal. Ich war bewegt und begeistert. Und dann habe ich die Bach- oder Bach-Zeitgenossen Interpretationen von Anoncourt gehört und das war eine völlig andere Welt. Ich habe den Böhm nicht verdammt, bin weiter zu Böhm gegangen, habe es aber dankbar genossen, diese Alternative, die ich für die bessere und die richtige und die wahre gehalten habe natürlich, diese Alternative kennengelernt zu haben oder immer aufs Neue kennenlernen zu können. Mozart ist ja dann erst später gekommen, also den Vergleich Mozart, aber der war nicht so erdbebenartig wie der Vergleich Bach und Bach. Ich habe ein bisschen auch zuschauen, zuhören, hineinschnuppern dürfen bei diesen Matthäus-Passion-Aufnahmen, die dann ein bisschen später waren, vom Concentus, den Sänger genommen. Es war alles ein neuer Komponist, von dem ich noch nie was gehört habe. War aufregend. Wie ist dann sozusagen Sie sind vermutlich einmal studieren gegangen, die Harnoncourts weiter musiziert, Sie haben angefangen zu forschen und hat sich dieser Weg, der so ein bisschen sozusagen Sie innerhalb dieser Concentus-Familie begonnen haben, ist der weitergegangen oder hat sich das erst später wieder gefunden? Wie die Konzerte im Schwarzenberg aus waren, also der nächste große Schritt in den Mozartsaal, die Konzerte sind jetzt im Mozartsaal, die Aufregung, die damit verbunden war, habe ich noch ein bisschen auf der Concentus-Seite bei den letzten Schwarzenberg-Konzerten mitgekriegt. Die habe ich aber auch in der Wiener Publikumsszene mitgekriegt. Aber kurz und gut, wie die Konzerte im Mozartsaal waren, war ich nur mehr Besucher. Backstage, das war alles vorbei. Ich bin ein Ur-Josefstädter, der an einem Kurs war ein Ur-Josefstädter, man hat sie öfter gesehen. Sie waren immer sehr, sehr freundlich, ich habe immer das Gefühl, die nehmen mich sehr ernst. Das tut gut, so einer jungen Seele. Eines kann ich auch noch erzählen, das war auch in dieser Übergangszeit, da haben sie die Mozart-Kirchensonaten da in der Pieristenkirche aufgenommen, in solistischer Besetzung mit dem Trachezi und der Orgel. Und ich habe da umblättern und so ein bisschen registrieren und was irgendwas dürfen. Das war auch ein Erlebnis, weil da habe ich zum ersten Mal richtig Proben, Erarbeiten mitgekriegt. Und ich halte diese Aufnahmen bis heute für eine ungeheuer wichtige, vielleicht weil es mit solchen jugendlichen Emotionen befrachtet ist. Und obwohl sie dann sehr bös kritisiert worden ist, weil das eigentlich die falsche Orgel für Mozart ist und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit führen. Das sagt sehr viel, warum man, oder in meinen Augen sehr viel, warum man Anoncourt eine falsche Orgel auch nimmt, wenn sie musikalisch richtig erscheint. Und dann, wann ist er zu Ihnen gekommen? Ja, dann bin ich
ins Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde eingetreten, als ganz junger Mitarbeiter. Und es hat nicht lang gedauert, stand er da und hat mich begrüßt wie einen alten Bekannten. Das hat mich wieder sehr gefreut, dieses Ernstnehmen. Das hat meine damalige Chefin sehr erstaunt. Und dann hat er nur mehr mit mir geredet. Und da sind dann sehr oft die Worte, böse Worte über die Musikwissenschaft gefallen. Warum? Von der er nur enttäuscht war. Hat er viel erzählt. Und ich glaube, Sie sind der einzige Musikwissenschaftler, mit dem ich rede. Sie sind der einzige Musikwissenschaftler, mit dem ich rede. Er ist natürlich von der Musikwissenschaft sehr angefeindet worden. Die Wissenschaftler, die Interpreten, beide beschäftigen sich mit Musik, aber ganz anders. Meistens schimpfen die Interpreten über die Musikwissenschaftler und da haben einmal die Musikwissenschaftler sich in eine Riege aufgestellt und über den Interpreten geschimpft. Weil der tut ja so, als die da was verstehen, die da was gelesen haben. Der kommt uns in unsere Reviere streunern. Aber das wissen wir ja alles viel besser und wir erklären ihm das. Dazu sind wir ja da. Aber der will jetzt gar nichts von uns erklärt haben. Der beschäftigt sich selbst, der liest selbst die Bücher, liest selbst die alten Quellen, kann selbst alte Noten lesen. Da sind ja wir dafür da. Und da hat es zwangsläufig eine ungeheure Spannung geben müssen. Dass dann Harnoncourt auch noch zu anderen Ergebnissen gekommen ist, als die damals schon sehr alt gewordenen großen Herren der Musikwissenschaft, die aber immer noch auch von den jungen Musikwissenschaftlern verehrt wurden, die Götter verehrt wurden. Das kommt auch noch dazu. Und da gibt's, ich habe das leider nicht miterlebt, aber das hat er oft erzählt, dass er nach Brünn zu den alljährlichen Kolloquien eingeladen war. Die waren was Besonderes, ich habe es dann später auch noch miterlebt. Einzige Universität im kommunistischen Einfluss, die einmal im Jahr ein Kolloquium mit westlichen Wissenschaftlern hat machen dürfen. Und da sind sie alle hingepilgert und haben Vorträge gehalten. Und aus irgendeinem Grund wurde Harnoncourt als einziger Musiker da auch eingeladen. Oder vielleicht als Musiker, der auch sich wissenschaftlich beschäftigt. Und er war dort völlig isoliert. Und was er von diesen Kolloquien erzählt hat, wie er da angefeindet wurde bei seinen Vorträgen. Und da hat er oft und suffisant und ein bisschen boshaft sogar darüber erzählt, wie er dort behandelt wurde und wie sich er dort behaupten konnte. Und das war ihm aber sehr wichtig, diese Reibefläche, dass die großen alten Herren, die gewohnt waren, dass die jüngere Musikwissenschaft ihnen an den Lippen hängt, ganz entsetzt waren, dass da jetzt ein jüngerer, gar nicht Wissenschaftler oder nur selbst angelernter Wissenschaftler ihnen nicht an den Lippen hängt, sondern ihnen was erzählt, was er für richtig hält und wo er meint, sie sollten das auch anerkennen. Das war ganz wichtig. Tragik ist dann noch, dass man in Brünn den Beschluss gefasst hat, oder dass man in Brünn gehört hat, dass die Verleihung des Ehrendoktorats an der Wiener Universität an Nicolas Harnoncourt an irgendwelchen Intrigen gescheitert ist und in Brünn gesagt hat, das machen wir. Jetzt wird der Ehrendoktor von uns wegen dieser Kolloquiengeschichte. Dazu ist dann nicht mehr gekommen. Das hat Nicolas Harnoncourt nicht mehr erlebt. Wie war er denn? Also ich habe ihn ja oft erlebt, wo er doch sehr bestimmt war in seiner Meinung, dass er Recht hat. Hat er mit Ihnen sozusagen diesen Diskurs geführt und hat gesagt, stimmt das, was ich denke?
Also Sie als Forscher, weil er Sie akzeptiert hat, oder wie kann ich mir das... Da muss ich mehrere Antworten geben, weil ich mehreres Verschiedenes erlebt habe. Es hat durchaus Zwiegespräche gegeben, wo er mich wirklich gefragt hat und für meine Antwort dankbar war und auch sich selbst korrigiert hat. Ich habe geglaubt, das ist anders. Ach so, aha, ja, danke schön. Das war ein großer Komplex, Rossini in Wien zum Beispiel einmal und Rossini, Beethoven und so weiter. Ich habe mich gewundert, wie er da, nicht nur in dem Fall, sondern es hat es durchaus gegeben, wie er da einfach eingestiegen ist und das akzeptiert hat. Dann hat es andere Fragen gegeben, wo er mir nicht geglaubt hat. Die Eintragungen im Autograph von der 4. Schubert wirklich nicht von Brahms sind. Die sind nicht von Brahms. Aber er hat das jetzt schon in einem Buch geschrieben und in noch einem Buch und immer gesagt, dass der Brahms den Schubert falsch verbessert hat. Und da konnte er halt irgendwie nicht. Ja, mag sein, dass Sie das meinen, dass das nicht die Schrift ist, aber also da sind wir nicht zusammengekommen. Da war er. Und ja, vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, bleiben wir bei Brahms, deutsches Requiem. Mich einmal gebeten, das war 2007, glaube ich, da das mit den Philharmonikern dirigiert, nach St. Georgen zu kommen. Er möchte mich Verschiedenes über das deutsche Requiem fragen. Also ich bin nach St. Georgen gefahren und war schon ganz gespannt, was er mir alles fragen wird und habe mich sogar ein bisschen vorbereitet, damit ich ja alles weiß, was er vielleicht fragen könnte. Und es war ein sehr schöner Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und. Aber eigentlich war das Ganze ein Monolog. Er hat einen mitdenkenden Zuhörer gebraucht, den er seine Meinung erzählen kann, der darauf reagiert, womit er seine eigene Meinung schärfen kann. Und ich bin nach Hause gefahren und also gefragt hat er jetzt gar nichts. Aber ich glaube, der Nachmittag war für ihn doch sehr wertvoll und für mich natürlich auch. Begonnen hat es bei dem Haus in der Josef-Städter-Straße, wo sie gewohnt haben, dass die Besitzerin des Hauses, deren Familie mit Brahms in Kontakt war und dass dort Gottfried Keller gewohnt hat, für den Brahms ja auch komponiert hat. Und also sozusagen, dass er in Brahms aufgewachsen ist oder hineingeboren wurde und. Und dass er sich das so vorstellt und dass das so ist. Ja, eine Frage war dabei. Es hat in Wien einen Arzt gegeben, Dr. Neubauer, der dann seine Taschenpartituren immer bei jedem Konzert, das er besucht hat, hineingeschrieben, wie lange jeder Satz bei jedem Dirigenten gedauert hat. Und ob ich denn weiß, was mit diesen Taschenpartituren geschehen ist von den Dr. Neubauer, sage ich, ja, die sind im Archiv der Gesellschaft der Musik. So. Also, das würde mich interessieren, was der in der Taschenpartitur vom deutschen Requiem die Länge der einzelnen Sätze hineingeschrieben hat. Das werde ich nachschauen. Gerade das deutsche Requiem gibt es nicht in den seinen Taschenpartituren, konnte ich nicht antworten. Aber ich konnte was anderes bieten. Es gibt die alten Orchesterstimmen aus der Zeit, in der Brahms in Wien noch das deutsche Requiem dirigiert hat. Und da haben die Musiker oft hineingeschrieben bei den Sätzen, wie lange es gedauert hat. Oder auch bei Dirigenten aus dem Brahms-Kreis. Und die haben das alles zusammengeschrieben, abgeschrieben und habe es ihm dann geschickt. Das war sozusagen der Ersatz für die Taschenpartituren, die er da gesucht hat. Und dann kam die Aufführung. Und das war jetzt sehr interessant. Und das ist ganz typisch für ihn. Manche Sätze waren bei ihm haargenau in der Länge von Brahms. Und manche Sätze rascher und manche Sätze langsamer. Aber wenn man ihn kennt, darf man sich da überhaupt nicht wundern. Er ist ja kein papierener Wiederauflebenlasser gewesen. Und das steht da und das machen wir jetzt so, weil das da steht. Er war eine künstlerische Persönlichkeit. Er wollte alles kennen, alles wissen, alles erfahren.
Aber nicht ums nachzumachen, sondern um darauf die eigene Interpretation aufzubauen. Und da darf es dann ruhig um eine halbe Minute länger oder kürzer sein. Die historischen Informationen sind Ausgangspunkt, aber sind nicht Fesseln. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, auch so viel von anderen Dirigenten dieser alten Musikszene seiner Zeit, die sich hinter historischen Quellen versteckt haben, aber nie zu einer wirklichen eigenen künstlerischen Aussage gekommen sind. Und er hat gesagt, ich brauche die Quellen, ich will das wissen, und hat nie genug gekriegt. Aber dann kam ja doch seine Interpretation auf dieser Basis zustande. Und diese Interpretationen haben sich ja im Laufe der Jahre ja dann auch gelegentlich, also nicht nur gelegentlich, sondern auch teilweise stark verändert. Also das habe ich sogar noch erlebt. Ja. Er hat immer mehr erfahren. Das heißt, er hat ja nie eine Ruhe gegeben. Andere sagen, das habe ich einmal so gelernt oder das habe ich einmal so gefunden und das geht so und das mache ich so und aus, sondern zu jenen Dirigenten gehört, wo jede Aufführung eine neue Herausforderung, ein aufregendes Unternehmen war und auf dem man sich vorbereiten muss. Und am Ball der Wissenschaft war er auch, wenn irgendwo was publiziert wurde. Er war auch am Ball der Bibliotheken, er war am Ball der Antiquariatsangebote. Lernen, 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 erfahren, erfahren, erfahren. Prüfet alles. Und was gut ist, und das Gut ist natürlich zu einem gewissen Prozentsatz auch subjektiv, das behaltet. Und da muss sich die Interpretation ändern. Und mit manchen, gerade zu Beethoven zum Beispiel, ist er mit manchen Fragen, denselben Fragen mehrmals ins Archiv zu mir gekommen. Und wir haben das diskutiert, oder er hat angerufen, oder die Alice hat angerufen, das ging oft auch so ein bisschen so wegen. Das war irgendwie noch unbefriedigend, oder da war irgendwie noch die Hoffnung, dass da noch mehr rauskommen könnte, oder da ist eine neue Information gekommen, die mit seinen alten Informationen aus den Uraufführungsmaterialien der Beethoven-Symphonien vergleichen wollte. So wie er das gesehen hat, so wie er da an die Arbeit herangegangen ist, musste das etwas sein, was im Fluss ist. Und das war es Gott sei Dank. Das war seine Sprache. Das war seine Sprache. Und für mich ja wirklich besonders aufregend, das letzte Konzert mit dem Concentus im großen Musikvereinssaal, die 5. Beethoven. Das war nach meinem Dafürhalten, nein, das war, so wie ich es vorher miterleben und nachher mit ihm darüber sprechen konnte und wie ich es im Konzertsaal empfunden habe, völlig neu. Völlig neu. Nicht zu vergleichen mit früheren Aufführungen, mit früheren Aufnahmen von Beethoven. Von der 5. Beethoven. Und er hat es auch so gesehen. Gibt es eigentlich etwas, was Sie von ihm gehört haben, wo Sie gar nicht seiner Meinung sind oder waren, musikalisch? Also ich könnte es kurz machen und Ja sagen. Aber will es doch ein bisschen differenzieren. Manchmal war ich schon sehr überrascht oder habe nachdenken und habe nichts anfangen können oder nachdenken müssen oder was macht er denn da? Und manchmal hat das wahrscheinlich die Grenze von da muss ich nachdenken drüber zu, das verstehe ich nicht, das kann es nicht sein, überschritten hat, ja. Ein Beispiel dafür? Ja, das ist jetzt. Deswegen habe ich vorhin so lange gezögert, bevor ich Ja gesagt habe. Das ist jetzt schwer, weil irgendwann haben wir uns gefunden. Ich hätte Ihnen gesagt,
Don Giovanni zum Beispiel, Champagner-Arie, das hat er dann teilweise so schnell dirigiert, dass ich das Gefühl habe, der Giovanni, der da oben ist, in dem konkreten Fall war das der Hampson, dass da singst nicht mehr. Da habe ich mich zum Beispiel gewundert und da fand ich, also bei Mozart, da kann ich es vielleicht auch für mich am besten beurteilen, da fand ich eigentlich die Unterschiede von ihm, früher Zürich und dann der letzte, den ich ja auch inszenieren durfte, im Theater an der Wien, das fand ich zum Beispiel am krassesten. Ich habe jetzt dann ein größeres Entsetzen gedacht, dass oft was zu rasch war. Natürlich, ja. Aber es ging manchmal um mehr als zu rasch. Bach-Brandenburgische Konzerte, diese vertragte konzertierende Flöte, die hast nicht gehört. Das waren Aufführungen dann schon im Mozartsaal, war der Mozartsaal was. Da haben wir Stanzen jetzt wieder die Seele aus dem Leib geblasen, man hat es nicht gehört. Und da habe ich mir gedacht, da müsst ihr irgendwas machen. Ich weiß nicht was, ein anderes Instrument. Die anderen haben nicht noch leiser spielen können. Das ist eh nicht gegangen. Da ist das irgendwie das Konzept nicht aufgegangen. Später ist es aufgegangen, weil da hat er ja doch ein anderes Instrument, was etwas lauter war, in solchen Fällen verwendet. Vielleicht war das wirklich die fanatische Anfangsbegeisterung. Das ist eine alte Flöte und der muss das gehen und wir müssen uns mit unseren Ohren daran gewöhnen und. Nur keine Kompromisse. Und das ist eine Flöte aus der Zeit und von den Ort und das passt am besten und. Und dass man dann doch, das war ja nicht das einzige Mal, dass er Kompromisse gemacht hat, die natürlich keine Kompromisse sind, sondern aus mehreren Möglichkeiten eine andere ausgewählt hat, die ja nicht falsch ist und die nicht schlechter ist, aber die für die Lösung dieses Problems besser ist. Also er war doch wahnsinnig kompromisslos, ja, irgendwie in seinem musikalischen Sein, sonst hätte er ja auch nicht sozusagen diesen Weg und diese einzigartige Karriere machen können, oder? Er war absolut kompromisslos und ich habe mich vorhin korrigiert, habe gesagt, nein, nicht Kompromiss, sondern anders denken. Er war wahnsinnig kompromisslos, aber er hat schon Alternativen gesehen oder Alternativen erfahren und Alternativen auch gern ausprobiert. Da ging es einmal, ich weiß nicht, bei welcher Beethoven-Symphonie, auch um den Flötenpart. Da hat er sich irgendwas vorgestellt, hat dann noch die Flötistin noch einmal geschickt, sie soll die Uraufführungsstimmen anschauen. Es ließ sich keine Bestätigung finden für das, was er sich an diesem Takt, an dieser Stelle für die Flöte vorgestellt hat oder innerlich gehört hat oder so. Und das hat er aber dann zur Kenntnis genommen. Das hat sicher nicht gesagt, da habe ich mich geirrt. Nein, aber das müssen wir halt doch anders machen, weil ich will ja nicht fantasieren. Ich will es ja nicht nur deswegen machen, weil ich das innerlich anders höre, sondern ich will nur alle Informationen zusammentragen, die für mich wichtig sind, oder das, was ich mir denke, will ich durch Informationen fundiert haben. Und wenn das Fundieren aber nicht ging und das Ganze wäre Fantasieren geworden, dann hat er auch damit leben können. Ich habe bei ihm immer den Eindruck gehabt, dass jede Vorstellung für ihn eigentlich eine Premiere ist. Und ich habe einmal den Erich Höbert nach einer Generalprobe, von der ich völlig enthusiasmiert, sozusagen fast ohnmächtig geworden bin,
habe ich das dem Höbert gesagt. Ich habe gesagt, das war ja wirklich unglaublich. Und dann hat mir der Höbert zur Antwort gegeben, schauen wir mal, was der Niki übermorgen macht. Kann ich als Zuhörer genau bestätigen und kann ich als doch ein bisschen Gesprächspartner, Mitdenker, Mitdiskutierer auch aus dieser Sicht bestätigen. Ein Suchender, der immer auf der Suche war, der immer ausprobiert hat und der sich immer neu darauf vorbereitet hat. Und da kommt dann zu verschiedenen Ergebnissen. Es gibt natürlich überhaupt in der Dirigenten-Orchesterwelt solche Typen, die sagen, das habe ich einmal gelernt und ich weiß, wie das geht und so dirigiere ich das. Solche Typen gibt es auch in der alten Musikszene oder in der Period-Instrument-Szene oder wie wir es nennen wollen. Und das war er nicht. Das war er nicht. Immer neu, weil er mehr lernt, mehr erfährt, mehr ausprobiert, aber auch, weil er ja wirklich ein, ich möchte fast sagen, schöpferischer und nicht nur nachschöpferischer Künstler war, immer auch aufgrund seiner künstlerischen Auffassung, Tagesverfassung. Vielleicht sogar nicht Tagesverfassung im Sinn von grantig und gut aufgelegt, sondern Tagesverfassung im Sinn, was ist mir heute wichtiger, was tue ich heute herausarbeiten. Das Modellieren des Orchesters, das war mir ganz, ganz wichtig. Ja, und die Bilder, die er gegeben hat. Und die Bilder, die er gegeben hat, damit er modellieren kann. Ein aufregendes Telefonat einmal, wie er mir erklärt hat, warum er die 3 letzten Mozart-Symphonien als Instrumentaloratorium sieht. Und wie er Instrumentaloratorium da am Hörer gesagt hat, und ich dachte, um Gottes Willen, was weißt du denn da wieder nicht? Was ist denn das? Den Begriff habe ich ja noch nie gehört. Nach den nächsten Sätzen kam es heraus, dass das ein von ihm geprägter neuer Begriff ist. Und ja, und warum das heute ein Instrumentaloratorium ist, das war ein furchtbar langes Telefonat oder ein herrlich langes Telefonat. Und ich habe es dann wirklich verstanden. Er hat mir dann sogar anvertraut, für die Aufnahme das Booklet zu schreiben, weil er gemeint hat, weil er überzeugt war, ich habe es verstanden. Und ich habe nicht nur ja gesagt. Und trotzdem, weil er da wirklich so ein neues Bild dafür gefunden hat, ein überzeugendes, waren ja doch die Aufführungen, verschiedene Aufführungen immer ein bisschen anders. Und das war das Aufregende. Ich habe das jetzt einmal entdeckt, gefunden und so mache ich es jetzt, so geht das. Nein, das, was ich entdeckt, gefunden habe, kann ja doch im Erlebnis, im aufregenden Erlebnis, Interpretation innerhalb des vorgegebenen Rahmens ein bisschen anders sein. Das ist das Faszinierende. Ich kenne einen Herrn, der sammelt sämtliche Aufnahmen von Alencourt. Ich weiß ja gar nicht, ob er sich die jemals alle anhören kann oder wie alt er werden müsste, um sich die alle anzuhören. Aber die Möglichkeit hinzugreifen und sagen, jetzt möchte ich die und die Aufnahmen vom selben Werk vergleichen, das ist faszinierend. Ja, er war ja wahnsinnig fleißig, der Nikolaus Alencourt, nicht? Was das betrifft. Aber. Ja, das. Wenn sich 2 Legenden treffen, einer auf der musikalischen, auf der anderen auf der wissenschaftlichen Seite, naja, ich meine, das kann man nicht anders sagen, Herr Professor. Haben Sie was gelernt von ihm auch? Furchtbar viel. Also, um Gottes Willen. Ich habe ihm manche Informationen geben können. Also, jetzt sagen wir halt, er hat ein bisschen was gelernt oder mitgekriegt, was ich ihm gegeben habe, aber wirklich viel gelernt habe ich von ihm. Erstens durch seine Fragen. Nichts schöner wie gescheite Fragen gestellt kriegen, die dich herausfordern, dass du dich beschäftigen musst. Zweitens durch seine Bilder. Und drittens durch seine Persönlichkeit.
Viertens, und jetzt können wir noch weiter nummerieren, auch durch die Gespräche und schließlich auch durch die musikalischen Erlebnisse. Weil dann hat man es jetzt gehört und dann geht man hinaus und denkt drüber nach. Und das Ergebnis von dem Nachdenken ist ja auch wieder, ich habe was gelernt. Wie haben Sie denn den Nikolaus und die Alice Harnoncourt eigentlich erlebt? Jetzt abseits, ich weiß aus Erfahrung, dass es den Smalltalk in der Familie nie gegeben hat. Aber trotzdem behaupte ich, und ich glaube, das ist nicht so falsch, ohne Alice hätte es den Nikolaus in dieser Form nicht gegeben, nicht möglich machen können. Also wie ich Ihre Frage gehört habe, wie haben Sie die beiden erlebt, habe ich schon gedacht, du musst antworten. Nein, du musst antworten, dass das ein ideales Paar war, Menschenpaar, Ehepaar, aber auch künstlerisches Paar, dass sie für ihn wirklich der wissende, mitdenkende, mitfühlende Partner war, aber doch im Hintergrund gewirkt hat, ihm sehr unterstützt hat, für ihn ihm viel aus dem Weg geräumt hat, ihm viel besorgt hat. Und das kann ich jetzt nur aus wirklich eigenen Erfahrungen bestätigen, wie oft die Alice angerufen hat für ihn. Nicht, weil sie eine Sekretärin war, sondern weil sie ihm freihalten wollte für was anderes, für die Ruhe, und weil sie wusste, dass er ihr dankbar ist, wenn sie das macht, oder weil sie wusste, das ist eine Frage, die ihn interessiert. Wie oft kam ein Anruf, da hat uns ein Antiquar das und das angeboten. Soll der Niki das kaufen? Ist das eine gute Quelle? Kann er die brauchen? Oder ist das nur alt? Und manchmal habe ich das und manchmal habe ich das geantwortet. Also das war die liebende Gattin, die wissende Partnerin. Bevor er das Antiquariatsangebot liest, habe ich mich schon erkundigt, ob das was ist oder nicht was ist. Ein besonders schönes Erlebnis, Probe mit den Wiener Philharmonikern, großer Musikvereinssaal, seltsamerweise Samstagabend, was praktisch nie gibt, aus irgendeinem Grund war das halt da. 4. Schubert, und es kommt zu einer Diskussion zwischen Orchester und Dirigent, nicht im bösen Sinn, sondern eher in Ratlosigkeit über eine bestimmte Stelle, wie die ist. Und Alice sitzt dort, wie halt immer bei jeder Probe, und das hat sie mir dann erzählt, ruf mir den Biber an, schau mal im Autograph nach. Und der Biber ist wirklich noch im Archiv gesessen und hat gearbeitet. Und die Probe wurde unterbrochen und Dirigent und Vorstand und Konzertmeister, und es ging um eine Holzbläserstelle, also erst der Oboist, erst der Flötist, sind ins Archiv gekommen, und ich bin in den Tresorraum gegangen, habe das Autograph geholt, habe dann noch eine zeitgenössische Abschrift und Urführungsmaterial so ausgebreitet. Und das wurde dann diskutiert und es wurde ein Ergebnis gefunden, und erst vor 2 Wochen hat mir Daniel Froschow erzählt, wie sehr ihm das damals beeindruckt hat. Also der geht jetzt noch in der Erinnerung, dass man da während der Probe zum Schubert nachschauen gehen kann. Großartig. Aber es war die Idee von Alice, die mitgedacht hat, wie kann ich jetzt meinem Mann da helfen. Es war ja keine Diskussion Orchester gegen Dirigent oder Dirigent gegen Orchester, sondern Ratlosigkeit. Wie kann ich ihm helfen, aus der Ratlosigkeit hinauszukommen? Und da war das eine naheliegende Idee. War schon so, dass der Nikolaus Harnoncourt mit gewissen Orchestern besser konnte und mit manchen eben nicht so gut, weil die einen ihn lesen konnten und die anderen eigentlich nicht, oder? Oder schwerer? Ja, ich glaube,
Das kann man jetzt dann auch auf Solisten, ja, auf Musiker ganz allgemein sagen. Man musste eine Antenne für ihn haben, offen sein für ihn. Es haben sich auch die Wiener Philharmoniker als Gruppe erst an ihn gewöhnen müssen, nachdem einige gesagt haben, der ist gut für uns, den nehmen wir. Hat sich auch da Zweifel gegeben. Und ja, ich habe das auch ein bisschen beobachtet, wie die Zweifler immer weniger geworden sind oder wie starke Zweifler dann plötzlich keine Zweifler mehr waren. Das hat mich beeindruckt. Ja. Und der Zweifel war ja eigentlich sozusagen wegen seinem, wie kann man das jetzt, sozusagen wegen seiner Technik als Dirigent, die ja sozusagen nicht wirklich... Ja, also seine Schlagtechnik war unkonventionell. Ja, vielleicht für manche auch verwirrend. Ich weiß, ein Mitglied der Wiener Philharmoniker, mit dem man eigentlich seit Jugendtagen befreundet war, der dem gesagt, Niki, jetzt musst du ein paar Stunden Dirigierunterricht nehmen. Tu das endlich. Und er war dann, dieser Jugendfreund, war dann sehr enttäuscht, dass er es nicht gemacht hat, weil er überzeugt war, das wäre für ihn noch besser gewesen. Da war er noch besser geworden oder noch berühmter geworden. Er hat das durchaus als Liebesdienst gemeint, diesen Ratschlag. Ja, aber wirkliche Probleme hat es da auch nicht gegeben, trotz dieser unkonventionellen Schlagtechnik. Man hat sich daran gewöhnen müssen, das lesen können müssen, mit ihm wirklich mitdenken, mitfühlen müssen. Dann ist das wunderbar. Ja, außerdem war er bis ins kleinste Detail immer vorbereitet. Ne? Ja. Was nützt die schönste Schlagtechnik, wenn du schwimmst? Ja, das war schon so, ja. Zu Alice noch kurz eine Frage. Ich kenne ja verschiedene, also vor allem die Vivaldis von der Alice Harnoncourt. Ich fand oder finde das heute noch, dass sie eine Weltmusikerin war, hätte werden können, Weltkarriere. Ich glaube, also ich stimme dem vollkommen zu, dass diese Weltkarriere ihr vorgegeben war. Aber ich glaube, da kommt es jetzt an den Punkt, wo eine Frau sagt, und das sage ich jetzt ganz pathetisch, meinem Mann zuliebe verfolge ich nicht weiter meine Karriere, sondern helfe ihm und freue mich, mit ihm gemeinsam eine Karriere machen zu können. Gemeinsam im Sinn des Miterlebens. Nicht wir beide wollen dann am Podium nebeneinander stehen, nicht in dem Sinn gemeinsam, sondern ich freue mich, wenn ich sehe, wie er eine Karriere macht, wie ich ihm dabei helfen kann. Ich bin ganz überzeugt, dass das so war. Heute ein bisschen eine altmodische Ansicht, vielleicht sollte man es gar nicht formulieren. Ich sage meine Beobachtung trotzdem. Und aus seinen letzten Lebensjahren gibt es ein paar Fotos von einem fotografierenden Wiener Philharmoniker, der bei den Proben immer wieder fotografiert hat und Schnappschüsse gemacht hat. Und da gibt es ein paar Fotos von den beiden Harnoncourts in einer Probenpause, so mehr oder weniger privat irgendwo. Da geht dann das Herz über. Ist vielleicht ein bisschen voyeuristisch. Soll es nicht sein, sondern soll dieses Phänomen erklären. Beziehungsweise er hat nur angedrückt. Eins hat er veröffentlicht, die anderen nicht. Oder eins hat er mir gegeben zum Veröffentlichen in einem philharmonischen Programmheft, die anderen nicht. Das war schon eine ganz eigene menschliche, künstlerische Partnerschaft, zu der es gekommen ist, weil sie
sich selbst in den Hintergrund gestellt hat und für ihn da war. Wenn Sie einem Musikwissenschaftler heute oder einem jungen Musiker, also wenn die sich heute sozusagen auf ihren Beruf vorbereiten, das Andenken des Nikolaus Harnoncourt, wie sehen Sie das in 10, 20 Jahren, wie sich das sozusagen erhalten wird oder die Wichtigkeit, die das Ganze für die Zukunft auch haben wird? Ich sehe es mit großen Hoffnungen, ich sehe es ein bisschen mit Angst. Wird das funktionieren? Wird das so sein? Ich freue mich, dass seine Aufführungsmaterialien öffentlich zugänglich werden, als Studienmaterial öffentlich zugänglich werden. Ich möchte sagen, ich weiß aber, dass diese Aufführungsmaterialien zu wenig sind, um den ganzen Harnoncourt zu verstehen. Man kann auch kein Lehrbuch Harnoncourt schreiben, das ist auch unmöglich. Man kann nur schauen, dass man auch ein Bild seiner Persönlichkeit tradiert, weil diese Aufführungsmaterialien ja dieser Persönlichkeit entsprungen sind. Und das ganze Wissen, das diese Persönlichkeit hatte, die ganze Begeisterung, die diese Persönlichkeit hatte, die ganze geradezu Sucht zu suchen und immer zu lernen, was Neues zu finden, die kann ja nicht in die Aufführungsmaterialien hineingehen. Das ist ja unmöglich. Das ist die Basis, aus denen die Aufführungsmaterialien dann entstanden sind. Und die Basis, ich weiß nicht, wie man die am besten weitergibt, darüber denke ich nach, aber ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil so eine, noch einmal sei es gesagt, suchende und dennoch schon wissende, neugierige und dennoch sehr überzeugte Persönlichkeit. Das Bild von der Persönlichkeit, das ist eine Wurzel für die Interpretationen. Das Aufführungsmaterial ist eine andere Wurzel für die Interpretationen. Da gibt es noch wie sich das dauernd gewandelt hat. Was ist jetzt der echte Harnoncourt? Die erste oder die letzte Aufnahme von der 5. Beethoven. Aber es geht ja gar nicht um einen echten Harnoncourt, es geht um die Persönlichkeit, die immer an sich oder am Werk oder an der Interpretation gearbeitet hat. Ich hoffe, es wird möglich sein, das weiterzugeben. Als abschließende Frage, sind Sie der Meinung, dass es eine gute Idee war, den Concentus nach dem Tod von Nikolaus weiterzuführen? Ich gebe 2 Antworten. Die erste Antwort ist gar nicht wichtig, was meine Meinung ist. Er wollte ja, dass es weitergeht. Also ich kenne von ihm Sätze, dazu werde ich nicht mehr kommen. Das sollen dann die nach mir machen. Und da ging es um einen Concentus. Also, dass mit ihm etwas untergeht, passt nach meiner Überzeugung nicht zu seinem Bild, dass er manchmal Sorgen gehabt hat, wie das weitergeht oder ob das weitergehen kann. Und dann, bevor es schlecht, lieber gar nicht. Ich meine, dass solche Bemerkungen auch gegeben habe ich auch gehört und wenn andere noch viel öfter gehört haben. Aber er hat schon sehr auch an die Zukunft, an die Weiterführung gedacht. Und die zweite Antwort, ich bin froh und dankbar, dass es ihn gibt, weil die Concentus-Mitglieder, die dort sitzen,
trägt ja jeder von Ihnen, zumindest wenn Sie schon länger beim Konzertus waren und nicht jetzt erst dazugestoßen sind, trägt ja jeder von Ihnen auch eine Erfahrung des Interpretationserlebnisses Anoncourt in sich und mit sich. Ist ja eigentlich jeder von denen, Höbart abwärts, wenn man so sagen kann, ein Dokumententräger, ein Informationsträger. DNA, was die da mitgekriegt haben, die auch von manchen Widersprüchlichkeiten wissen, aber die Widersprüchlichkeiten, ich habe schon gesagt, sind auch das Aufregende. Es gibt ja kein Lehrbuch Anoncourt, sondern dass das immer im Fluss war und manche Widersprüche gegeben hat, das wissen die. Wie der Konzertus aussehen wird, ob das jetzt durch die nächsten Generationen weitergetragen werden kann, wie der Konzertus aussehen wird, wenn die alte Garde, da meine ich die unter Nikolaus Anoncourt noch gespielt haben, ist ja gar nicht so alt, nach Lebensjahren, keine Jüngere sein, die aber auch die letzten 15 Jahre mit ihm musiziert haben. Wenn die auch nicht mehr sind, das weiß ich nicht. Aber jetzt heute ist ganz wichtig, dass der weiter musiziert. Damit wird die Sicht auf das Aufgreifen, diese DNA weiter beobachten können und weiter miterleben können. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Danke sehr. Bitte schön. Sehr schönes Gespräch. Bitte Danke. schön.